Die 7. Etappe unseres Roadtrips startet in Dömitz an der Elbe. Es ist zum Glück nicht mehr so heiß wie in den letzten Tagen, aber dafür regnet es. Gegen Nachmittag soll es zum Glück wieder schöner werden. Unser erstes Ziel ist heute das Denkmal der Dorfrepublik Rüterberg, das direkt neben Dömitz liegt. Anschließend geht es immer entlang der Grenze bis zum berühmten Gartenschlägereck, wo es um die Geschichte von Michael Gartenschläger und die Selbstschussanlagen geht. Der Ort Rüterberg war von den Maßnahmen im Sperrgebiet besonders stark betroffen, da die Grenze an 3 Seiten unmittelbar neben dem Ort verlief. Von 1967 bis 1989 war daher das gesamte Dorf umzäunt und wurde rund um die Uhr streng bewacht. Hier vorne am Fluss war der Hauptgrenzzaun und hier hinten dann der an der Bundesstraße nochmal. Und zwischendrin das Dorf einmal komplett eingeschlossen. Der einzige Weg nach Rüterberg führte durch ein ständig bewachtes Metalltor, das nur mit gültigen Dokumenten und Passierscheinen durchquert werden konnte. Nach und nach verließen viele daher den Ort und die Dorfgemeinschaft halbierte sich bis 1989. Aus Protest gegen die Isolierung Rüterbergs organisierten die verbleibenden 150 Bewohnerinnen und Bewohner daher eine Versammlung, die vom Ministerium für Staatssicherheit für den 8. November 1989 genehmigt wurde. Dort wurde am Vorabend des Mauerfalls einstimmig beschlossen, eine unabhängige Dorfrepublik auszurufen. Bereits am 10. November 1989, also einen Tag nach dem Fall der Berliner Mauer, war die Dorfrepublik an der Elbe endlich wieder frei zugänglich. Nach wie vor führt allerdings nur eine einzige befestigte Straße in den Ort. Außerdem gibt es noch 2 geschotterte Wege, über die wir Rüterberg wieder verlassen. Wohin wandern wir gerade, Lulu? Wir wandern gerade zum Gartenschlägereck. Hier ist so eine Ecke im Grenzzaun gewesen. Und da hat Michael Gartenschläger versucht, eine Selbstschussanlage abzubauen. Allerdings hat er nicht gewusst, dass die Grenze auf der DDR-Seite ihm eine Falle stellen wollten. Bei seiner Aktion hat ein Sonderkommando der DDR bereits auf ihn gewartet und ihn am 30. April 1976 mit 120 Schüssen getötet. Aber wer war Michael Gartenschläger eigentlich und was macht ihn so besonders? Michael Gartenschläger ist in Ostdeutschland aufgewachsen und geriet bereits als Jugendlicher ins Visier der Stasi, weil er zusammen mit Freunden einen Rock'n'Roll-Fanclub gründete und amerikanische Radiosender hörte. Nachdem die Gruppe eine Kontaktanzeige in der westdeutschen Bravo veröffentlichte und viele Briefe aus dem Westen bekam, wurde der Club aufgelöst und bei Hausdurchsuchungen Schallplatten, Poster und Zeitschriften der Jugendlichen beschlagnahmt. Nachdem die Freunde im August 1961 mit Graffitis gegen den Bau der Berliner Mauer protestierten und eine Scheune in Brand setzten, wurden sie festgenommen und in einem Schauprozess zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Nach 9 Jahren Haft wurde Gartenschläger schließlich durch die Bundesrepublik und das Mitwirken von Amnesty International freigekauft und in die BRD entlassen. Er nutzte seine wiedergewonnene Freiheit, um sich als Fluchthelfer zu engagieren. Außerdem wollte er der Öffentlichkeit die Existenz von Selbstschussanlagen an der Grenze beweisen, die von der DDR immer geleugnet wurde. Im März 1976 gelang es ihm schließlich, eine dieser Anlagen zu demontieren und er verkaufte diese samt seiner Lebensgeschichte an den Spiegel. Am 23. April baute er eine zweite Selbstschussanlage ab, die in Kopenhagen zur Anklage der Menschenrechtsverletzungen in den Ostblockstaaten präsentiert werden sollte. Beim Versuch, hier am Gartenschlägereck eine dritte abzubauen, scheiterte er und bezahlte sein Engagement mit seinem Leben. Aber was sind diese Selbstschussanlagen eigentlich und warum war der Beweis ihrer Existenz so wichtig? Wir haben mal ein bisschen nachgeforscht. Die Selbstschussanlagen vom Typ SM-70 wurden ab 1971 auf rund 400 Kilometern der Grenze an der Innenseite der Metallgitterzäune installiert. Diese bestanden aus einem Trichter, der mit TNT und Metallsplittern geladen war. Ausgelöst wurden sie automatisch bei der Berührung von Signaldrähten, die entlang der Zäune gespannt waren. Bis zum Abbau der Anlagen ab 1983 wurden insgesamt rund 60.000 Stück installiert. Die Selbstschussanlagen schossen nicht gezielt, sondern verteilten ihre scharfkantigen Metallsplitter weiträumig und führten fast immer zu tödlichen Verletzungen. Diese nahm das Ministerium für Staatssicherheit in Kauf, obwohl die DDR seit 1973 Mitglied der UN war und sich damit auch dazu verpflichtete, die Menschenrechte zu schützen.
Dennoch leugnete die SED-Führung die Existenz der Selbstschussanlagen. Dadurch, dass Michael Gartenschläger die Existenz der Selbstschussanlagen hier bewiesen hat, hat er sicherlich auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass sie dann ab 1983 endgültig von der SED abgebaut wurden. Und ich finde, die Fahrt hierher hat sich wirklich gelohnt. Diese Gedenkstätte mitten im Wald, das ist eine total einzigartige Atmosphäre. Für uns geht es nun noch knapp 50 Kilometer weiter bis zu unserer Unterkunft in Wittenburg. Wie so weit im Norden üblich, geht es fast nur geradeaus. Die Straßen sind allerdings ganz schön abenteuerlich und bestehen aus Kopfsteinpflaster, Betonplatten und Sandpisten. Häufig führen sie mitten durch dichte Wälder oder Alleen. In unserer nächsten Etappe geht es endlich ans Meer. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg und wir müssen uns vorher noch einmal mit dem schwierigen Thema der Zwangsumsiedlung auseinandersetzen. Was das mit Kornblumen und Ungeziefer zu tun hat, erfahrt ihr in der nächsten Folge.